Sehr geehrter Herr Dr. Müller, sehr geehrter Herr Dr. Sonnen, herzlichen Dank für die Bereitschaft, dass Sie für den AG-Ruder bzw. für die DKE Data GmbH und Co. KG sich bereit erklärt haben, Ihren Ansatz, Ihr Produkt, was schon im Markt in Deutschland ist, vorzustellen. Ich übergebe Ihnen einfach das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Schneider. Ich werde Ihnen jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen Johannes Sonnen unsere Initiative DKE Data vorstellen, sowie das Produkt AgriRouter. Unsere Firma DKE Data wurde im Juli 2016 gegründet. Wir sind eine Firma, die getragen wird durch ein Konsortium von Landtechnikherstellern. Getragen wird heißt, dass diese Landtechnikhersteller die Gesellschafter dieser Firma sind und dieses Produkt, was wir entwickelt haben, ist entwickelt worden auf Basis eines strategischen Ansatzes, und dieser strategische Ansatz trägt die Überschrift, es soll neutral sein. Das werden wir im Laufe der Präsentation erklären, und der Produktansatz soll herstellerübergreifend sein. Das heißt, das Produkt soll wirklich funktionieren für Maschinen von verschiedensten Herstellern. Der Hintergrund ist, dass eben weltweit Landwirte Produkte von verschiedenen Herstellern auf ihren landwirtschaftlichen Betrieben nutzen. Es gibt eigentlich nur ein Land, was ein bisschen eine Ausnahme ist, und das ist die USA. Ansonsten ist das weltweit so, dass der Landwirt verschiedenste Produkte nutzt, und im Rahmen der Digitalisierung oder in der digitalen Welt muss eben Datenaustausch tatsächlich funktionieren über alle Produkte und nicht nur über ein oder zwei Hersteller hinweg. Das ist der strategische Ansatz dieser Firma. Aber wir werden das nochmal im Detail dann erklären. Ich hatte schon gesagt, dass die Landtechnikhersteller unsere Gesellschafter sind. Auf dieser Folie können Sie jetzt sehen, links die Maschinen, die repräsentieren hier also in diesem Bild die Gesellschafter. Wir haben aber auch rechts noch den Begriff des Partners. Wir sagen Business Partner, und das sind die Soft- und Hardware-Provider. Diese Kategorie rechts ist ja im Markt sehr, sehr bedeutend. Wir haben weltweit eine Vielzahl von Software-Providern, und im Rahmen der Digitalisierung kommen quasi täglich neue dazu, und auch Hardware-Provider kommen täglich neue dazu. Das sind die eben Produkte zur Verfügung stellen, damit Daten zu Maschinen gesendet werden können oder von Maschinen wieder weggesendet werden können. Das werden wir im Detail noch erklären. Sie sehen hier im Übrigen unten links die aktuellen Gesellschafter, in Summe 16 Firmen. Und Sie sehen rechts die aktuellen Brands. Das sind mehr Brands als Gesellschafter, in Summe nämlich 27. Die Begründung ist ganz einfach. Es gibt halt Firmen wie zum Beispiel Echo oder CNH oder Excel Industries, die mehr als eine Marke in den Markt bringen, und darum haben wir mehr Marken als Gesellschafter. Aus Sicht des Landwirts, des Endkundens sind natürlich die Marken wichtig, denn er kauft ein Produkt einer Marke und nicht das Produkt einer juristischen Gesellschaft. Wir haben bestimmte Besonderheiten, und die haben wir hier einmal aufgeschrieben, und das ist zum einen an erster Stelle zu nennen: Wir haben einen sogenannten diskriminierungsfreien Zugang. Das ist ein juristischer Begriff, und dahinter steckt, dass weitere Gesellschafter, die es ja im Markt gibt, es gibt ja noch eine Vielzahl von Landtechnikfirmen, dass die weltweit jederzeit Gesellschafter der DKE Data werden können, und keiner der heutigen Gesellschafter hat das Recht, hier Nein zu sagen und bestimmte Landtechnikfirmen nicht aufzunehmen. Dieser juristische Ansatz unterstreicht die Neutralität und unterstreicht den strategischen Ansatz,
dass wir möglichst viele Gesellschafter haben wollen. Auf der Partnerseite gilt genau das Gleiche. Auch Partner können jederzeit Gesellschafter werden. Das kann jetzt Partner sein entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ganz links zum Beispiel sind es die Betriebsmittelhersteller. Wenn man hier mal auf den Auszug unten links schaut, dann findet man dort sehr kleine Firmen, man findet aber auch sehr große Firmen. Jeder, der eine Agrarsoftware, also eine Software für den landwirtschaftlichen Markt anbietet, kann Partner der DKE-Data werden. Auch ein Student, der jetzt eine gute Idee hatte und eine Software entwickelt hat, die er dem Markt zur Verfügung stellen will, kann hier jederzeit Partner der DKE-Data werden. Auch hier gilt der diskriminierungsfreie Zugang. Im Übrigen hat jeder Gesellschafter völlig unabhängig von seiner Größe eine Stimme. Und die Größenunterschiede, wenn man sich die Umsätze mal als Basis nimmt, der verschiedenen Landtechnikhersteller, sind ja sehr, sehr groß. Und mit diesem Ansatz, jeder Landtechnikhersteller hat nur eine Stimme, wollen wir sicherstellen, dass die großen Landtechnikhersteller nicht die kleinen Landtechnikhersteller überstimmen können. Das ist ein wichtiger Ansatz und dieses Konstrukt funktioniert sehr gut. Wir sind ja jetzt hier im 4. Jahr unterwegs und sind sicher, dass wir hier einen richtigen Ansatz gewählt haben. Auf dem Diagramm rechts können Sie mal sehen, dass wir aktuell mit 275 Partnern in Kontakt sind. Das heißt jetzt nicht, dass die alle schon ihre Software oder Hardware an den AgriRouter anbindbar haben, oder man muss anders formulieren. Diese Softwarehersteller und Hardwarehersteller müssen eine sogenannte Schnittstelle in ihren Produkten zum AgriRouter implementieren. Was das genau heißt und wie das genau funktioniert, wird aber der Johannes Sonn an späterer Stelle noch einmal erklären. Wenn wir jetzt aufs nächste Bild gehen, sieht man hier im rechten Teil nochmal, dass wir im Moment knapp 1000 AgriRouter-Accounts schon haben, die von den verschiedensten Marktteilnehmern angelegt worden sind, um den AgriRouter zu nutzen. Der AgriRouter ist eine webbasierte Software. Kann man sich dort sehr, sehr einfach einen Account anlegen. Das ist eine wenige Minuten Sache. Accounts legt man sich ja auch im Consumer-Bereich an den verschiedensten Stellen an. Was anderes ist es hier beim AgriRouter auch nicht. Und dann kann der Endkunde schon anfangen und den AgriRouter nutzen. Dazu sind noch weitere Schritte erforderlich, die erklärt der Johannes Sonnen aber nochmal. Und rechts kann man mal sehen in dem Diagramm, aus welchen Ländern die verschiedenen Partner, Soft- und Hardwarehersteller denn kommen. Das hat jetzt hier ein bisschen den Eindruck, als wenn Deutschland dominiert und diese Initiative eher deutsch ist. Sie ist aber nicht deutsch. Der Ansatz der DKE-Data ist 100% international. Das Produkt AgriRouter ist seit in den Marktbringung, und das war im März 2019, weltweit nutzbar. Das heißt, auf jedem Ort dieser Welt kann ein Endkunde sich einen AgriRouter-Account anlegen und dann anfangen, den AgriRouter zu nutzen. Der Hintergrund ist, dass unsere Gesellschafter, die Landtechnikhersteller, eben international tätig sind. Die haben ja mittlerweile alle Exportquoten von 75, teils über 80%, während die Softwarehersteller eher lokal oder regional unterwegs sind. Und mit diesem Ansatz können wir Kunden eben ermöglichen, den AgriRouter weltweit mit ihren Maschinenparks und den vor Ort üblicherweise genutzten Agrarsoftwareprodukten nutzen. Also nochmal an dieser Stelle internationaler Ansatz. Ich erkläre jetzt mal, wie der AgriRouter an sich funktioniert. Vielleicht erstmal zum Wort. Warum heißt das ganze Ding überhaupt AgriRouter? Agri ist halt unsere Branche. Wir sind dann im Agrarfeld unterwegs. Und Router, das hat einen Grund, dass es Router heißt, weil man kann zwischen verschiedenen, wir nennen das Endpunkte, das können Maschinen oder Softwareprodukte sein, Routen anlegen, über die Daten
dann transportiert werden können. Das sehen wir dann aber auch später nochmal live. Ja, der AgriRouter ist webbasiert, das heißt, das ist eine Software, die man nicht installiert, sondern man ruft sie in einem Browser auf, um quasi individuell pro Betrieb, das ist ganz wichtig, es gibt nicht den AgriRouter, sondern jeder Landwirt erzeugt sich seinen eigenen AgriRouter-Ökosystem bestehend aus Maschinen- und Softwareprodukten. Also dass jeder Betrieb hat das individuell, das zeige ich später nochmal. Das Ziel ist aber letztendlich, dass man zwischen Agrarmaschinen und Agrarsoftwareprodukten Daten austauschen kann in beide Richtungen, auch zwischen Maschinen oder auch zwischen zwei Softwareprodukten Daten austauschen kann. Hier ein Beispiel. In einem Softwareprodukt habe ich meinetwegen die Grenzlinie von meinem Feld und das andere benötigt die, dann kann ich die über den AgriRouter austauschen. Und es ist auch möglich, dass man zwischen zwei AgriRouter-Accounts Daten austauschen kann. Das ist einfach dafür gedacht, dass viele Landwirte ja mit Lohnunternehmern zusammenarbeiten und dann können sie ihren AgriRouter-Account mit dem Lohnunternehmer verbinden und können dann zum Beispiel auch die Grenzlinie an den Lohnunternehmer weiterschicken, damit er weiß, auf welchem Feld was zu tun ist. Der AgriRouter hat eigentlich nur zwei Hauptfunktionalitäten. Die erste Hauptfunktionalität ist Herstellen von zentraler Konnektivität und die zweite ist der User, also der Endkunden, individuelle Austausch von Agrardaten. Hier sieht man, der AgriRouter speichert keine Daten und analysiert keine Daten. Ist ein reines Datenaustausche-Element, kann man auch vergleichen mit einer Post, so wie wir die kennen. Ein Postbote bringt auch die Briefe von A nach B. Die speichern die auch nicht, die gucken auch nicht in die Briefe rein. Das ist hier beim AgriRouter letztendlich in digitaler Form genauso. Wir transportieren auch nur die Nachrichten, das kann man vergleichen mit einem Brief oder einem Paket von A nach B, entsprechend wie die Routen angelegt wurden. Aber wir speichern diese Daten nicht und wir analysieren sie auch nicht. Und damit ist der AgriRouter löst ein zentrales Problem für den Datenaustausch entlang der Wertschöpfungskette. Das war da vorhin schon angesprochen. Die sehen wir auch gleich nochmal. Aus Landwirtsicht, der will ja immer irgendwelche Güter produzieren, ob das nun Getreide, Mais oder Soja oder Kartoffeln sind, oder aber er veredelt das nochmal und produziert Fleisch in Form von Schweinen oder Milch bei den Kühen. Er hat einen Produktionsprozess und diesen Produktionsprozess, den will er letztendlich über die Zeit immer besser, er will ihn verbessern, er will ihn effizienter gestalten, er will Dokumentationspflichten nachkommen und da hilft der AgriRouter halt bei, diese ganzen Maschinen- und Softwareprodukte, die man entlang dieses Produktionsprozesses im Einsatz hat, miteinander zu vernetzen. Hier sehen wir die Wertschöpfungskette. Also der Jens hatte vorhin schon angesprochen, die Firmen, die halt die Saatgut oder Dünger oder Pflanzenschutzmittel herstellen, die sind natürlich interessiert, mit ihren Softwareanwendungen zu wissen, was soll auf dem Feld angebaut werden, damit sie entsprechende Empfehlungen geben können mit ihren Apps. Aber die App schlicht immer der Landwirt an. Oder auf der anderen Seite die Lebensmittelindustrie ist interessiert, was ist auf dem Feld passiert. Und wenn der Landwirt sagt, okay, ich verkaufe meinetwegen mein Getreide an den Dr. Oetker für die Pizzaherstellung, dann kann er meinetwegen seine Daten an diese App von Dr. Oetker freigeben und damit wissen die halt, auf welchem Feld wo was passiert ist, über die Qualitätssicherung und. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und man sieht hier die Autobahn, das ist so ein bisschen diese Route, um zu symbolisieren, dass der Datenaustausch in den verschiedenen Phasen dieser Wertschöpfungskette ermöglicht werden soll. Dieses Bild ist relativ alt, das haben wir relativ früh gemalt. Das war mal unsere Zielrichtung und mit dem AgriRouter Produkt an sich haben wir das auch erreicht, dass das möglich ist. Und wir wurde vorhin schon angesprochen, dass halt Firmen aus allen diesen Bereichen sich einbringen können Apps erstellen, können Hardware anbieten, um quasi hier mit dem zentralen Element AgriRouter Datenaustausch zu ermöglichen. Auf der nächsten Folie sehen wir mal die Situation ohne den AgriRouter, beispielhaft dargestellt hier mit Maschinenherstellern oder App-Providern oder hier diesen besagten Firmen, die Saatgut- und Pflanzenschutzmittel herstellen oder der Lebensmittelindustrie und hier einzelnen Playern. Und es gab vor dem AgriRouter schon so bilaterale Verbindungen, das sollen diese Striche hier symbolisieren. Aber jede dieser bilateralen Verbindungen musste damals aufgebaut werden, die musste aufrechterhalten werden. Und nicht jede Linie war gleich wie die anderen, sondern die waren alle unterschiedlich, weil alle haben unterschiedliche Softwareprodukte genutzt, unterschiedliche Programmiersprachen genutzt, unterschiedliche Schnittstellen. Das war ein extrem großer Aufwand. Deswegen haben wir gesagt, es macht Sinn, hier dieses zentrale Element, den AgriRouter, in die Mitte zu setzen.
Und die grauen Kreise symbolisieren jetzt hier eine einheitliche Schnittstelle, also die ist nicht unterschiedlich, ist überall gleich, aber ist hier zweidimensional dargestellt. Und man sieht halt, wenn halt diese Schnittstelle vom AgriRouter die verschiedenen Player in ihre Produkte integrieren, kann der Landwirt sich das dann zusammenstellen. So ähnlich wie wir das auf den Smartphones kennen. Wenn ich ein neues Smartphone habe, lade ich auch die Apps herunter, die für mich interessant sind. Und letztendlich ist beim AgriRouter genauso. Man bindet die Apps oder die Maschinen an, die für meine Produktionskette oder meinen Produktionsprozess notwendig sind. Dieses Bild haben wir in ähnlicher Form schon mal gesehen. Ich will aber hier gar nicht mal auf Shareholder und Partner eingehen, sondern mehr ein bisschen auf die Technik. Wir haben Standardprotokolle definiert, Standardnachrichtenformate definiert. Wir nutzen hier sehr viel, was in der ISO-Norm schon vorhanden ist, weil die Maschinen haben schon alle die Möglichkeit, standardisierte Nachrichten zu erzeugen oder zu verarbeiten. Und wir haben quasi diesen Weg Richtung AgriRouter dann standardisiert. Aber viele Maschinenhersteller, das sieht man hier unten auf der linken Seite, etablieren so jetzt mehr und mehr auch ihre herstellerspezifischen Clouds. Da kommunizieren sie mit ihren Maschinen proprietär. Auf diesen Clouds wird zum Beispiel der Ersatzteilverkauf angeboten oder aber irgendwelche Schaltpläne, hydraulisch, elektrisch oder Services, Wintercheck. Aber die agronomischen Daten, ja, diese Maschine liefert, die werden wieder in dem Standardprotokoll zum AgriRouter zur Verfügung gestellt. Also Maschinen können direkt oder indirekt angebunden werden. Das Gleiche gilt auf der Softwareseite. Und dann kann man zusammenfassend sagen, dass wir letztendlich hier einen Gesellschaftervertrag haben, einen Partnervertrag haben. Alle Partner, die hier mit uns die Schnittstelle integrieren, müssen einen Partnervertrag unterzeichnen. Der ist für alle gleich. Und wir haben nur eine Schnittstelle, nur eine API, das sieht man hier. Eine Schnittstelle, die gibt es zwar in verschiedenen Programmiersprachen, weil ja nicht alle die gleiche Programmiersprache benutzen, aber es ist eine API, die wir frei anbieten. Da kann auch jeder über unsere Webseite in den GitHub-Bereich reingehen für die Entwickler. Da haben wir ganz viel Material über Videos und Dokumentation. Und wir haben auch rückgespiegelt bekommen, dass dieses Material sehr wertvoll ist und gut ist. Und ja, dies entwickelt man natürlich immer weiter. Wenn jetzt eine neue Programmiersprache meinetwegen jetzt gerade aktuell wird, dann würde man die API auch für eine neue Programmiersprache, die eben in der Branche genutzt wird, dann anpassen. Die nächste Folie zeigt, das ist noch eine Grafik, die man auf der Website bei uns sich anschauen kann, wie der AgriRouter an sich funktioniert. Wir haben halt hier jetzt einen Mähdrescher und einen Traktor angebunden. Die können beide Sender und Empfänger sein. Und diese gestrichelten Linien symbolisieren die Routen, über die Daten fließen können. Können ist ganz wichtig, das Wort, weil das eigentliche Initiieren, dass die Daten fließen, ist, dass der Mähdrescher sagt hier, oder der Fahrer des Mähdreschers, ich schicke mein Paket an diese Software. Das heißt, der löst es aus. Oder die Maschine schickt halt regelmäßig, weiß ich nicht, alle 10 Sekunden ihre Informationen. Auch das ist möglich und die Software empfängt es dann. Hier kann man jetzt sagen, an dieser Stelle ist wie so ein Postkasten, also jeder dieser Endpunkte ist wie so ein Postkasten. Das heißt, wenn die Maschine jetzt was geschickt hat und die Software ist aktuell jetzt hier nicht online, dann kann sie diese Daten aus diesem Postkasten hier rausnehmen. Die liegen dort maximal 4 Wochen. Kann man wieder sehr schön vergleichen mit diesem Postgedanken. Das heißt, wenn ich jetzt Herrn Schneider einen Brief schicke, der ist gerade nicht zu Hause, dann bringt der Postbote den auch in den Postkasten und der Schneider kann ihn da rausnehmen. Bei uns ist aber so, dass nach 4 Wochen dieser Postkasten automatisch geleert wird. Die Nachrichten werden gelöscht, weil wir gesagt haben, wir wollen 4 Wochen muss reichen, dass hier die Softwareprodukte das rausnehmen können. Oder auch auf der anderen Seite, das ist eigentlich viel wichtiger auf der anderen Seite, also eine Software schickt etwas Richtung Maschine, jetzt hier zum Beispiel eine Applikationskarte zu dem Düngerstreuer, das sehen wir dann auch gleich live. Und der Düngerstreuer ist jetzt in der Halle, es regnet den nächsten Tag. Dann kann er halt am übernächsten Tag das rausnehmen. Deswegen gibt es diese 4 Wochen. Und nach 4 Wochen werden halt die Dateien, die nicht rausgenommen wurden, gelöscht. Das nächste Bild zeigt so ein bisschen Vereinfachung für den Landwirt, wenn er halt mehrere Maschinen hat. Jetzt hier mal dargestellt für die Silageernte. Er hat 2 Ladewagen und eine Presse und alle beschäftigen sich mit Silageernte. Dann sagt einer, kann er diese Maschinen gruppieren und kann eine Route für eine Gruppe anlegen, um quasi nicht für jede Maschine einzeln eine Route anlegen zu müssen. Das ist halt einfach nur eine Komfortfunktion. Hier sieht man jetzt eine Liste der Nachrichtenformate, also der Briefchen und Pakete, die der AgriRouter transportieren kann. Das sind einmal die Taskdata, das ist diese ISO XML-Welt, die die Industrie schon lange, lange spricht. Shape ist auch ein Format für die Grenzlinien, was in der Branche schon
lange bekannt ist. Telemetriedaten ist ein neues Format, ist letztendlich der gleiche Inhalt wie die Taskdata, nur wird das rhythmisch gesendet. GPS-Position ist klar, Dokumente sind irgendwelche Reports, die teilweise direkt auf dem Feld erstellt werden in Form von PDF, können gesendet werden. Dann mehr und mehr Maschinen, gerade im Bereich vom Gemüseanbau, liefern auch Bilder, ja, Bilder von Pflanzen, die übermittelt werden können oder aber auch Videos. Und umso besser natürlich das mobile Netz ist, umso besser kann man auch in diesem Bereich was machen. AgriRouter bietet die Möglichkeit schon. Genau. Was wichtig ist, dass wenn die Nachrichten oder diese Messages jetzt größer 1 MB sind, dann muss der Endpunkt die in 1 MB Stücke teilen. Damit lösen wir das Problem mit der schlechten Netzabdeckung in einigen Ländern. Das heißt, man schickt immer nur 1 MB. Wenn ich jetzt eine 5 MB große Nachricht habe, dann wird die in 5 einzelnen Häppchen gesendet. Und man hat nicht das Problem, dass nach 3,8 MB meinetwegen ein Abbruch kommt und man muss vorne wieder anfangen. Das heißt, man schickt immer nur das in 1 MB und der AgriRouter packt das wieder zusammen. Ich hacke quasi hier so mein Paket dann in 5 kleine Teile. Ja, weitere Nachrichtenformate, die vielleicht zukünftig Relevanz haben am Markt, können wir ergänzen. Wir ergänzen aber nur Nachrichtenformate, die wirklich eine große Signifikanz und Akzeptanz in der Industrie haben, weil umso mehr Nachrichtenformate wir haben, umso größer wird die Komplexität und die möchten wir natürlich möglichst gering halten. Aber wenn zum Beispiel zukünftig die Wetterdienste sich auf ein Wetterformat geeinigt haben, dann würden wir hier ein Wetterformat ergänzen oder aber für die Pflanzenschutzmittel oder Düngermittel, dass man da so eine Art Nachrichtenformat hat, das kann man dann ergänzen, aber es muss schon eine Relevanz haben. Aber wir ergänzen keine herstellerspezifischen Formate, sondern immer nur nach Möglichkeit, welche die in der Industrie eine große Verbreitung haben und alle das auch damit umgehen können. Genau. Hier sehen wir jetzt ein Bild für das Thema Telemetriedaten. Wir haben ja vorhin die Briefchen gesehen und hier kann man das etwas detaillierter sehen. Diese Maschine, dieser Rübenroder zum Beispiel, sendet jetzt seine Position, er sendet seine Arbeitsdaten, er sendet hier seinen Kraftstoffverbrauch und Blue und G sind, glaube ich, die Ertragsdaten. Das ist so sein Umfang an Daten, die er senden kann. Und der Landwirt hat eingestellt, diese Möglichkeit bietet der AgriRouter, dass die Position und die Arbeitsdaten hier zu diesem Empfänger geleitet werden sollen. Und zusätzlich zu A und C sollen noch der Kraftstoffverbrauch und die Ertragsdaten sollen zu einer anderen App gehen. Das heißt, man erkennt hier, dass Nachrichten dupliziert werden können und aber auch dediziert eingestellt werden kann, wo was hingehen soll. Ja, das geht aber nur mit Maschinen, die Telemetriedaten senden. Das wird aktuell jetzt immer mehr und mehr. Die Maschinenhersteller arbeiten daran. Das bietet dem Landwirt dann noch etwas detailliertere Möglichkeit, seine Daten zu routen. Bei den Paketen, ja, das ist die ältere Welt, dann kann er nur das ganze Paket natürlich nach links oder rechts verschicken oder dupliziert das, dann muss halt die Software das rausnehmen und so hat er etwas mehr Möglichkeiten. Das heißt, der AgriRouter kann das schon und umso mehr Maschinen hier auf der Seite, umso mehr Möglichkeiten für den Landwirt. Dann haben wir das Feedback gekriegt aus dem Markt, dass die Einrichtung vom AgriRouter doch für den einen oder anderen Landwirt etwas zu kompliziert ist. Da haben wir darauf reagiert. Das soll eigentlich zeigen, dass wir den AgriRouter auch weiterentwickeln, aber immer nur weiterentwickeln unter diesem Gesichtspunkt Datenaustausch. Also da wird nie Datenanalyse reinkommen. Diese Weiterentwicklung, die wir jetzt hier sehen, ist, dass es eine Standardmaschinengruppe gibt per se und es gibt eine Standardsoftwaregruppe. Und diese beiden Gruppen sind per se mit allen Routen verbunden. Ja, und das heißt, wenn der Landwirt jetzt einen AgriRouter-Account angelegt hat, dann sind diese beiden Gruppen schon da. Er bindet dann einfach nur seine Maschine an, die fliegt automatisch hier in diese Standardmaschinengruppe und er bindet seine Software an und die fliegt automatisch in die Softwaregruppe und zack, können schon Daten ausgetauscht werden. Das heißt, der Landwirt braucht keine Routen mehr anlegen, aber er kann sagen, ah ja, diese Software, die nehme ich aus dieser Gruppe raus und erstelle für diese eine Software individuelle Routen, ja, weil ich da nicht diesen mach mich wegfrei wähle, sondern ich möchte das individuelle einstellen. Kann er auch, aber das machen dann Landwirte häufig in den ruhigeren Wintermonaten. Aber hier das erstmal damit loslegen können, gibt es diesen, ja, Easy, wir nennen das Easy Initial Setup, also in 3 Schritten Account anlegen, Maschine oder Software verbinden und schon kann es losgehen. Genau, hier sehen wir jetzt auf dieser Folie, dass wir international unterwegs sind. Der Jens hatte schon erwähnt,
dass weltweite AgriRouter genutzt werden kann. Ich muss ergänzen, sofern das Land das zulässt. Ja, es gibt einige Länder, da kann man gewisse Internetseiten nicht aufrufen, aber das haben wir bis dato noch nicht wahrgenommen. Wir haben aktuell die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch. Der AgriRouter ist aktuell, steht hier unten, auf einem Amazon Web Service Server in Frankfurt gehostet. Ich hatte gerade gesagt, Russisch erwähnen. Wir haben zum Beispiel geprüft, dass wir die Anwendung auch in Russland laufen lassen können. Das ist juristisch geprüft worden. Da brauchen wir keinen zusätzlichen Server in Russland, weil wir nur Daten austauschen. Bei Datensprechung sieht es etwas anders aus, aber das wurde geprüft. Wenn ein Land jetzt sagt, ah ja, dieser Server muss aber innerhalb des Landes stehen, aus politischen Gründen, dann können wir das auch tun mit unserem Partner SAP. Die SAP ist halt quasi unser IT-Provider. Die haben den AgriRouter gebaut und betreiben ihn auch und müssen auch die Stabilität und die Verfügbarkeit herstellen. Aber man könnte ein weiteres zusätzliches Servercenter in einem anderen Land installieren, einrichten. Das ist natürlich mit Geld verbunden. Deswegen, das würde man dann nur machen, wenn die Relevanz in dem Land wirklich auch hoch ist. Ansonsten versucht man über den Server in Frankfurt das zu machen. Es gibt eigentlich nur drei Gründe, in ein anderes Land Server zu machen. Das ist halt, wie gesagt, der politische Gedanke. Das ist die Performance, wenn die nicht erreicht wird, oder aber die Akzeptanz der Personen vor Ort, die sagen, nee, AgriRouter auf dem Server in Deutschland will ich nicht nutzen, dann müsste man da auch reagieren. Aber das können wir. Die SAP ist ja unser Partner im Hintergrund, die uns dabei helfen. Genau, dieses Bild zeigt jetzt nochmal die Sicht des Landwirts. Also hier haben wir unseren Landwirt Frank meinetwegen und er hat hier diesen Traktor mit dem Düngerstreuer hat er angebunden. Er hat noch eine Spritze, die hat er nicht angebunden, deswegen ist sie hier ausgegraut. Er hat 2 Apps genutzt und er hat halt in der Mitte diese Standardgruppen genutzt oder aber individuelle Einstellungen gemacht und dann fährt er eigentlich mit seinem Trecker und nutzt seine Apps. Das zeigen wir gleich auch einmal live. Und der AgriRouter läuft im Hintergrund. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit den Einstellungen, die man auf dem Handy macht. Für diese App hat Zugriff auf meine Position oder auf meine Kontakte. Das stellt man ja auch einmal ein und dann macht man da eigentlich nichts mehr. Hier ist das eigentlich genauso. Und man arbeitet halt mit seinen Maschinen und seinen Softwaredrucken. Und man muss eigentlich nur in den AgriRouter wieder rein, wenn eine neue Maschine auf den Hof kommt oder aber eine neue Software. Dann stellt man hier vielleicht nochmal wieder was ein. Aber ansonsten läuft das Ding eigentlich mehr und mehr im Hintergrund. Diese Folie symbolisiert jetzt nochmal, dass die AgriRouter-Accounts sehr individuell gestaltet sind. Wir haben hier unseren Landwirt, der hat halt 2 Traktoren und 2 verschiedene Geräte. Und dann hat er hier noch einen Trecker mit hier einer Rundballenpresse und einer Sämaschine und er nutzt 2 Apps. Ja, das ist seine Ausgestaltung, das ist sein Betrieb. Und auf der anderen Seite haben wir hier den Lohnunternehmer John. Man sieht schon, der hat ein bisschen größere Maschinen. Aber der nutzt auch meinetwegen hier die App A, ja, die App B. Beide nutzen die App B, aber der hat noch C und D. Und er hat halt größere Maschinen und das ist halt die Ausgestaltung von John. Und ich habe ja gesagt, dass Landwirte und Lohnunternehmer gerne mal miteinander zusammenarbeiten und deswegen gibt es hier die Möglichkeit, dass meinetwegen der Frank schickt es hier aus der App A dem John, sagt, hier pass mal auf diesem Feld bitte Mais häckseln, das steht ja jetzt gerade aktuell an. Und John weiß, alles klar, auf dem Feld soll ich Mais häckseln, dann häckselt er dort Mais und liefert dem Landwirt Frank den Ertrag und meinetwegen auch die Position der Maschine und die Zeiten zurück. Aber den Kraftstoffverbrauch, sagt er, den interessiert der Frank gar nicht, der geht bei mir in mein Abrechnungsprogramm hier in die App. So individuell kann man das einstellen. Genau, und diese Verbindung hier, die kann pausiert werden über die Wintermonate und im nächsten Jahr wieder aktiviert werden, damit man hier das nicht alles immer wieder neu aufbauen muss. Die nächste Folie ist ganz, ganz wichtig. Man hat gesagt, die Landwirte, die Maschinen auf dem Hof haben, die nicht von einem Gesellschafter kommen, der jetzt bei uns dabei ist, müssen sie auch irgendwie die Möglichkeit haben, die anzubinden. Und deswegen gibt es die Möglichkeit, dass man sich sogenannte Nachrüstboxen oder Retrofit-Telemetrieeinheiten kaufen kann. Die verkaufen wir nicht. Die kann man bei uns auf der Website aber einsehen, welche es denn da gibt, damit man einfach wie so einen Katalog hat, um zu sehen, welche gibt es denn. Und dann kann man zum Beispiel auch hier einen John Deere-Traktor mit einer Glaspresse, diese beiden Firmen sind jetzt aktuell nicht dabei, mit einem Terminal oder hier mit so einer Hardware-Box an den AgriRouter anbinden. Weil ein Landwirt wird ja jetzt nicht seine Maschinen tauschen, nur weil er einen AgriRouter einsetzen möchte. Er wird vielleicht darauf achten beim nächsten Maschinenkauf, dass er sagt, der sollte direkt die Schnittstelle zum AgriRouter integriert haben. Aber hier ist die Möglichkeit, halt seine alten Maschinen oder Bestandsmaschinen nachzurüsten oder Altmaschinen anzubinden von Gesellschaftern, die
aktuell nicht dabei sind oder noch nicht dabei sind. Genau, dann zu den Vorteilen und Feedback, was wir aus dem Markt bekommen haben. Also der Markt sagt, dass wir hier mit einer Schnittstelle, das ist sehr, sehr angenommen, also das ist immer dargestellt aus Sicht der Partner, also der Businesspartner, die sagen, das ist super, dass ihr nur eine Schnittstelle habt, dann muss ich nicht mit x verschiedenen Software-Schnittstellen von den Herstellern sprechen, sondern ich habe nur eine. Es gibt definierte Nachrichtenformate, das hatten wir vorhin ja schon gesehen. Die sind hier nochmal aufgelistet im Detail. Das ist ein Auszug aus dem GitHub, wo jeder sich seine Informationen einholen kann. Die ist verfügbar in verschiedenen Programmiersprachen, das hatte ich schon erwähnt. Und man hat somit quasi Zugriff mit seiner Software und Hardware zu verschiedensten anderen Produkten, aber nur über eine Schnittstelle. Ja. Wichtig aber an dieser Stelle, man hat nicht per se Zugriff, sondern immer nur, wenn der Landwirt diese Software verbindet und die entsprechenden Routen eingestellt hat. Aber aus Partnersicht ist das eigentlich super, weil die sagen, ja, da brauche ich mich mit allen anderen nicht rummännern, sondern nur mit einer zentralen Stelle. Genau, wichtig ist hier, dass sowohl die Partner als auch die Maschinenhersteller natürlich signifikant Kosten sparen können und auch tun, weil sie einfach nur eine Schnittstelle zu bedienen haben, anstatt x verschiedene. Ja, das ist das Marktfeedback, die offene und herstellerübergreifende Möglichkeit, um Daten auszutauschen, ist sehr, sehr groß akzeptiert. Dann wichtig, dass es dieses zentrale Element des AGI-Routers gibt, um sein individuelles, wir nennen das immer Ökosystem aufzubauen. Ökosystem ist gleich die Kombination aus Maschinen, AGI-Router und Software. Und das individuell zusammenstellen kann, das ist für viele, viele Landwirte sehr, sehr wichtig, weil sie sagen, ich will nichts nutzen oder irgendein System nutzen, was fertig ist, sondern ich will das individuell für meinen Betrieb anpassen. Ich möchte auch wirklich nur das anschließen, was ich brauche und nicht eine Software nutzen, wo ich vielleicht nur 30% von nutze und 70% hindert mich nur oder stört mich nur bei der Bedienung. Das ist ganz wichtig und viele Landwirte sagen auch, dieses zentrale Element, habe ich häufig schon gehört, das ist mein neues Fundament fürs Datenmanagement, darauf baue ich alles auf. Ich kann es ja über die Jahre ergänzen, verändern. Das ist halt wichtig und dass das hier ein zentrales, wichtiges Element ist. Ja, und das ist auch ganz wichtig, dass der Landwirt oder Lohnunternehmer immer im Driver-Seat sitzt. Also er ist derjenige, der hier bestimmt, wer mit dem Daten austauscht und die Routen anlegt. Also er ist der Einzige, der seinen AGI-Router modifizieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da nicht irgendwelche anderen dran rummanipulieren oder irgendwelche anderen seine Daten mitlesen. Also die Daten sind aus unserer Sicht absolut die des Landwirts. Und er bestimmt, mit wem er die teilt. Wenn ein Lohnunternehmer auf einem Feld arbeitet, dann muss man ein bisschen differenzieren. Wir sagen immer, alle agronomischen Daten wie Ertrag, Fahrweg und Co. sind sicherlich auch interessant für den Landwirt, aber ein Kraftstoffverbrauch, das ist vielleicht eine Größe, die nur den Lohnunternehmer interessiert. Aber das müssen die beiden untereinander klar machen. Aber wichtig ist, sie können das ja individuell routen. Das haben wir ja vorhin gesehen. Kommen wir zum Geschäftsmodell. Bevor ich da ins Detail gehe, sei nochmal angemerkt, dass die Gesellschafter die DKE Data als Non-Profit-Gesellschaft gegründet haben. Hintergrund ist, dass ihr strategisches Ziel ist, ausschließlich die Konnektivität für ihre Maschinen anzubieten, über den AGI-Router herstellerübergreifend und wie Johannes das ja eben erklärt hat, ihm die Möglichkeit zu bieten, freie Wahl bei der Softwareentscheidung zu haben und die Möglichkeit zu haben, verschiedene Software-Tools an seinen AGI-Router anzubinden und eben auch frei Maschinen an seinen AGI-Router anbinden zu können. Unsere Geschäftspartner der DKE sind aber nicht die Endkunden, die Nutzer des AGI-Routers, sondern unsere Geschäftspartner sind die Soft- und Hardwarehersteller. Das heißt, wir haben ein B2B und kein B2C-Geschäftsmodell. Und dementsprechend senden wir Rechnungen nicht an die Landwirte, sondern wir senden Rechnungen an die Soft- und Hardware-Provider. Und zwar auf Basis einer Flatrate. Das heißt, wenn ein Landwirt einen Account anlegt und einen Endpunkt anbindet, also eine Software oder
eine Maschine, bleiben wir mal bei der Software, dann registriert der AgriRouter das und auf Basis dieser Information erzeugen wir dann eine Rechnung, die wir an den Software-Provider schicken. Die Basis für die Rechnungsstellung ist eine Flatrate-Fee und die Gültigkeit ist 365 Tage, eben vom Tag der Anbindung. Und die Anzahl der Informationen oder das Datenvolumen, was der Landwirt dann über den AgriRouter sendet, ist nicht limitiert. Er zahlt die Flatrate und kann dann ein Jahr frei nutzen. Welches Geschäftsmodell dann der Soft- oder Hardware-Provider entwickelt und dann an den Landwirt weitergibt, das ist völlig unabhängig von unserem Geschäftsmodell. Das heißt, er kann frei sein Geschäftsmodell wählen, kann das 1:1 durchreichen oder kann einen Aufschlag draufnehmen. Er kann aber auch ein völlig anderes Geschäftsmodell wählen. Da ist er frei und das wird von uns nicht beeinflusst. Hier sieht man nochmal an diesem Prinzipbild in der Mitte der AgriRouter, rechts die Software, die angebunden ist und links die Hardware, die angebunden ist, Maschinen direkt oder über eine Cloud. Johannes Sonnen hat es erklärt. Und wir unterscheiden jetzt nochmal im oberen Bereich, sieht man auf der linken wie auf der rechten Seite Pfeile, die in beide Richtungen gehen. Das soll symbolisieren, es gibt Softwarehersteller, die bieten die Möglichkeiten, Daten über den AgriRouter an Maschinen zu senden oder auch über den AgriRouter Daten zu empfangen. Es gibt aber auch Software, das war hier der obere Teil, doppelpfeilig, Entschuldigung, ich habe es falsch formuliert, dass es Software gibt, die entweder nur empfängt oder entweder nur sendet. Und hier unten, wo es ein einziger Pfeil ist, aber mit Pfeilen an beiden Enden, diese Software können hier eben Send and Receive, sie können Daten empfangen und Daten senden. Und vom Preismodell ist es so, dass die Software hier unten dann doppelt so viel in Rechnung gestellt wird wie oben, weil sie eben auch quasi doppelt so viel kann. Sie kann senden und empfangen. Das zum Geschäftsmodell. Genau, ich zeige dann jetzt mal hier aus diesem Use Case Video mit der Firma Amazone einen kleinen Ausschnitt. Wir sehen hier unseren Landwirt, das ist der Heiner Müller. Der hat jetzt hier in der Applikationssoftware Savio, wählt er seine Produkte aus und die Software erzeugt jetzt eine Karte. Und das macht er jetzt quasi hier und übermittelt dann diese Karte hier an den AgriRouter. Das kann man jetzt hier sehen. Das ist das Gleiche, was ich von dem MyDataPlant gemacht habe. Dieses Paket fließt an die Maschine und er geht auf die Maschine und empfängt jetzt quasi hier die Daten. Das ist jetzt hier die Amazone-Technik dahinter. Die haben halt eine App auf dem Handy und nicht die direkte Anbindung. Dieses sehen, dass da die Terminals anzeigen, es wurde was Neues empfangen. Man sieht jetzt hier quasi, oder auf dem Monitor hat man die Karte gesehen, nach der er jetzt hier Pflanzenschutzmittel ausbringt. Und ja, dann fährt er halt sein Feld ab. Das auf meinem Terminal vorhin war das simuliert. Hier sieht man auch, dass sieht man die Überarbeitung, die Ausbringmenge, sieht man jetzt hier oben, dass die sich ändert. Das haben wir ja vorhin auch gesehen. Genau die Ausbringmenge wird jetzt hier variiert in Abhängigkeit des Feldes. Hier sieht man es, glaube ich, nochmal aus der Luftansicht. Genau, und das haben wir ja vorhin gesehen, dass hier die einzelnen Regionen unterschiedliche Ausbringmengen haben, aber das ist halt hier eine reale Anwendung. Ja, und warum macht er das Ganze? Er macht das Ganze, damit er halt Pflanzenschutzmittel passend ausbringt, Pflanzenschutzmittel spart, die sind teuer und sie wirklich da ausbringt, wo er möchte. Er hat jetzt quasi hier auf dem Feld seine Arbeit beendet und sendet jetzt quasi die fertige Datei. Das nennen wir immer als Applied-Karte, also wie viel habe ich wirklich ausgebracht, zurück an sein Büro für Dokumentationszwecke und er empfängt diese Datei jetzt er nennt das dann Schlagdatei in einer anderen Software, empfängt er die und kann dann quasi damit seine Dokumentation nachweisen, weil für die Cross-Compliance-Dokumentation muss man das ja haben, um zu zeigen, was man wo, wie ausgebracht hat. Genau, hier sieht man nochmal die Beteiligten von dem Video. Da habe ich noch so eine Folie, wo einige unserer Partner aufgelistet sind. Einige, wie gesagt, wir sind da mit vielen, vielen weiteren in Kontakt. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und damit wären wir dann am Ende. Ja, meine Herren,
wirklich herzlichen Dank für die Präsentation, für die umfassende Präsentation und Vorstellung. Es ist wirklich bemerkenswert, was hier technisch in den letzten Jahren geschaffen wurde, was jetzt auch schon in den Markt eingeführt ist, was die Nutzer, die Landwirte in Deutschland und in anderen Regionen der Welt schon nutzen können. Ich finde es auch wirklich bemerkenswert, welches organisatorische Setup das Ganze hat. Also es ist jeder Landtechnikhersteller, jeder Softwareanbieter hier befähigt, daran teilzunehmen. Er kann sozusagen ganz demokratisch damit reinkommen und mitmachen. Digitalisierung wird hier in dem Fall nicht genutzt, um sein strategisch landtechnisches Claim sozusagen abzustecken und andere irgendwie auszuspannen, sondern jeder kann hier mitmachen und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne und bemerkenswerte Entwicklung. Herzlichen Dank an Sie beide. Sehr schön.